Das hier sind tatsächlich die ersten Erdbeeren dieses Jahr. Es ist schon, wir haben schon Juni und es ist meine erste Erdbeere. Verrückt, oder? Aber es war halt eher so Herbstfeeling und ja, da waren wir nicht so nach Erdbeere. Habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt irgendwie. Und mein Bioladen hat dieses Jahr auch nur sehr wenig Erdbeeren, weil das Wetter halt recht schwierig war oder ist. Und wenn ich dort einkaufen war, einmal in der Woche, habe ich auch keine Erdbeeren gesehen. Und da ich nirgendwo woanders einkaufen gegangen bin, ja, haben sich die Erdbeeren einfach komplett unter meinem Radar durchgeschlichen. Und neulich schrieb mir eine ganz liebe auf Instagram, dass sie dieses Jahr noch keine Erdbeeren hatte und nun unbedingt Erdbeeren kaufen gehen muss. Und da dachte ich, ja, ich auch nicht. Ich muss auch unbedingt nochmal Erdbeeren essen. Und heute war es jetzt soweit. Dann habe ich mir diese wunderschöne Schale mit Erdbeeren besorgt. Heute Morgen extra noch, bevor ich hier los bin. Und wollte sie ganz bewusst hier bei diesem Picknick genießen. Meine erste Erdbeere hier in diesem Baumpark in der Natur zu genießen. Ich glaube, das setzt dem Ganzen noch ein Krönchen auf. Und da freue ich mich sehr, dass ich mir damit noch doppelt etwas Gutes tun kann. Und ja, dieses Versäumnis, dieses Jahr wenig Erdbeeren gegessen zu haben, denn ich werde jetzt keinen Erdbeermarathon hinlegen mehr auf die letzten Tage der Erdbeerzeit, ja, das zu zelebrieren und dafür ganz besonders achtsam zu essen. Denn wenn ich mir klar mache, wie viele Erdbeeren ich in meinem Leben schon gegessen habe, ohne sie so wirklich zu schmecken, ohne sie wirklich wahrzunehmen, dann doch lieber wenig, aber dafür ganz bewusst. Und wie wunderschön so eine Erdbeere ist, wenn man sie so richtig betrachtet. Und hier unter sind noch so kleine, ich weiß gar nicht, ob man das gut sehen kann, ob die Kamera das scharf stellt, aber so kleine Haare sozusagen dran. Und aus meiner Perspektive, aus meinem Licht heraus, sind auch diese Blätter hier wunderschön gezeichnet, wunderschön gefärbt und eine unglaublich faszinierende Frucht. Und sie so wahrzunehmen, hier unter freiem Himmel, in dieser schönen Umgebung, irgendwie schön. Hat sich gelohnt, darauf zu warten. Also, los geht's.
Hallo! Ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und habt die Zeit so richtig schön genießen können und vielleicht ein bisschen mehr Sommerfeeling gehabt als ich. Irgendwie ist das bei mir noch nicht so richtig angekommen. Es ist eher so Aprilgefühl, ein paar Tage so richtig herbstlich. Ich mir das dann mit Kerzen zu Hause und einem warmen Tee gemütlich machen mochte und einige Tage waren sehr sonnig und auch irgendwie schon wieder sehr warm. Also, naja, und mein Heuschnupfen ist auch immer noch da. Also irgendwie eine ganz komische Jahreszeit gefühlt gerade. Was mir die letzte Woche erleichtert und verschönert hat und versüßt hat, war meine Ukulele. Und habe jetzt festgestellt, wie toll es doch ist, die Ukulele mit ins Auto zu nehmen, wenn man Beifahrer ist. Ja, klingt erstmal ganz gruselig, aber ehrlich, das ist total toll, denn wenn wir zu meinem Biohof fahren, fahren wir recht lange, halbe Stunde fahren wir da immer und das ist total angenehm, weil ich gucke auf die Straße, sonst wird mir nämlich schlecht, also ich gucke gar nicht so richtig zur Ukulele und übe dann irgendwie die Griffe, das blind zu finden, denn ich gucke ja auf die Straße. Ich klimpere einfach drauf los. Ich denke auch gar nicht so großartig drüber nach. Alles blind. Und am Anfang ist das immer noch so wie jetzt gerade so, wo muss ich meinen Finger hinsetzen? Und wenn ich da dann aber 10 Minuten so vor mich hin klimpere, dann greife ich das alles irgendwie ganz automatisch richtig. Und das klingt dann auch wirklich gut. Und dann Kopf ausschalten, spielen bedeutet dann auch, dass irgendwelche Melodien zustande kommen, die dann richtig nett klingen. Und meine beiden Beifahrer, meine beiden Männer, sind immer ganz angetan und finden das immer sehr angenehm. Das erste Mal dachte ich tatsächlich, es würde sie nerven, so ein bisschen besorgt. Und meinte, nee, das ist total nett, das ist total nett. Ja, und letztes Mal kam schon häufiger mal, das ist aber eine nette kleine Melodie, die du da spielst. Ja, und das hat auch zur Folge, den Kopf auszuschalten und sich wirklich auf dieses Instrument einzulassen, hat für mich zur Folge, dass ich so ein bisschen eins werde mit diesem Instrument. Es ist nicht mehr ein Fremdkörper und ich muss überlegen, wie muss ich jetzt die Finger richtig aufsetzen, sondern die Ukulele und ich werden eins. Und dadurch habe ich den Eindruck, klappt das alles irgendwie sehr viel besser und es fühlt sich einfach wunderbar an. Ich könnte jetzt noch ganz viele Worte benutzen, um zu versuchen, das zu erklären. Ich kann es auch einfach sein lassen und feststellen, dass ich das wahrscheinlich nie so richtig gut erklären können werde und möchte einfach nur sagen, probier es doch mal. Muss ja nicht zwingend mit einer Ukulele sein. Kann ich total empfehlen. Und so habe ich dann in der letzten Woche doch immer mal wieder in ähnlichen Situationen die Ukulele zur Hand genommen. Und das ist dann irgendwie fast auch schon so eine kleine Meditation, eine richtige Auszeit auch so richtig, Kopf ausschalten und einfach mal machen. Das war sehr schön und da hat mir das Wetter bei geholfen, denn bei schönem Wetter bin ich ja immer draußen und draußen im Garten beispielsweise fänden meine Nachbarn das vielleicht nicht so cool. Das heißt, bei schönem Wetter spiele ich eigentlich nicht wirklich Ukulele, es sei denn, ich gehe wirklich irgendwo weit weg, irgendwo, wo ich auf einem Feld ganz alleine bin, dass ich da niemanden störe. Aber das kommt dann so jetzt doch auch nicht so oft vor und da nehme ich dann doch auch irgendwie nicht so die Ukulele irgendwie mit. Bislang, wer weiß, was noch kommt. Aber dieses wechselhafte Wetter hat mir da so ein bisschen in die Karten gespielt, sodass ich eine sehr schöne Verbindung zu meinem Ukulelchen hatte und freue mich immer jetzt sehr darauf, sie mal wieder in die Hand zu nehmen. Ganz ohne Leistungsdruck, ganz ohne, da muss irgendwas draus entstehen, ganz ohne Lernplan und Fahrplan. Für mich eher untypisch, ich mache mir ja immer Pläne eigentlich und fühle mich damit auch eigentlich recht wohl und gut. Aber genauso gut fühlt es sich an, ins Vertrauen zu gehen und mal einen anderen Weg auszuprobieren. Ja, mein Ukulelchen. Ich hoffe, du hattest auch eine ganz, ganz tolle Woche. Wie immer würde ich mich total freuen, wenn du mir unten in die Kommentare schreibst, was deine Woche erleichtert, verschönert, erfreut, erheitert und was weiß ich nicht was hat. Schreib's doch bitte unten rein, dann können wir so einen Pool an Erfahrungen sammeln. Ich weiß, ihr seid immer ganz schüchtern, ich bekomme immer ganz viele direkte Nachrichten, private Nachrichten, wo ihr mir das erzählt und das freut mich auch immer sehr. Aber also, tschüss.